Moin, willkommen in Wiesbaden. Ich bin heute auf dem Testevent und nehme euch mit auf die Probefahrt mit dem Maving R1S. Das ist ein Elektromotorrad mit 11 kW. Ich selbst habe mir die Super Soco TC Max gekauft. Die hat 5 kW. Ja, geil, Jungs. So, wir sind heute im Maving-Test. Jetzt sitze ich mittlerweile auf dem Motorrad. Es war doch eine längere Einführung als gedacht. Erstmal kurz klarkommen damit. Okay, Spiegel passen ja noch gar nicht. Okay, sehr schön. Gefällt mir. Also, zuerst fahre ich mal ein klein bisschen, teile euch meine Ansicht, das, was ich hier spüre, was ich hier erlebe. Oh, ein geiles Gefühl, ey. Bremse erst zart. Oh, greift sauber. Hier klappert nix. Okay. Ich hätte gedacht, er beißt sich mehr fest. Ich habe eben mal Gas gegeben. Okay, zieht natürlich schon. Aber jetzt nicht frech, dass man sagt, fuck, ich krieg hier ein Wheelie hin. Das finde ich ein bisschen schade, absolut. Dass er kein Rekuperieren hat, dass ich jetzt quasi alles von Hand bremse. So, wir geben mal Vollgas jetzt und gucken, was passiert. Von Anfang an, wir sind im S-Modus. Der zieht durchgehend. Sehr saubere Kurve. Der ist gut ausbalanciert, wirklich, was er gesagt hat. Schön. Also ich fahre erstmal ein bisschen raus aus der Stadt. Ich würde gerne wissen, was Topspeed ist. Vom Sitz her, meine Arme sind nicht sehr lang, weswegen ich sehr weit vorne sitze. Daher natürlich auch auf dem Sitz sehr weit vorne sitze. Das ist eine sehr angenehme Federung, gefällt mir. Da merkt man einfach doch die Unterschiede zur Super Soco. Wäre die jetzt nicht so teuer. Ja, wäre die jetzt nicht so teuer. Ich bin der Meinung, 8.500 Euro, das ist einfach ein bisschen viel. Aber vielleicht, wenn sie mal ein Jahr alt ist, dass man sie dann gebraucht kauft. Niemals wäre das drin mit der Super Soco. Jetzt noch von 70 Sachen ohne Probleme 120 nach Tacho. Ich bin jetzt wirklich im Down-Modus, ganz weit unten. 120 Sachen. Extrem sauber, fährt extrem sauber. Top, auch gar kein Problem für die Maschine, wenn ich aufrecht sitze. Gut, die 120, doch. Und gut, er kommt fast an die 120. Machen wir den kleinen und kommt dann die 120. Okay, das mit den Spiegeln, die werden natürlich jetzt deutlich weggedrückt. Die hätten wahrscheinlich angeschraubt oder fixiert werden müssen. Man kann es relativ einfach hier jetzt mit dem kleinen Finger entsprechend bewegen. Oh, einfach satt. Hat auch eine sehr gute Straßenlage. Also von den 2 Motorrädern oder Elektromotorrädern, die ich gefahren bin, ist das eindeutig das besser verarbeitetere. Ist auch einfach schön hier. Das Weiß gefällt mir richtig gut. Also ich muss gestehen, den Eco-Modus. Gut, komm, probieren wir es mal aus. Eco. So, ich gebe Vollgas. Oh. Er zieht langsam auf die 50 hoch. Jetzt muss ich natürlich abbremsen. Ja, du ziehst dran, es passiert natürlich nichts. Ja, also jetzt rekuperieren wir top. Aber wir bleiben bei der Geschwindigkeit. Es geht einfach weiter. Und ich muss jetzt wieder bremsen. So. Ja, wäre schön, wenn das nachgerüstet werden kann. Dann kommen wir jetzt einmal am Biebricher Schloss vorbei. Hier einmal das Biebricher Schloss. Schöne Kulisse, echt perfekt jetzt gerade auch für dieses Schmuckstück hier. Links der Rhein. Wieder ein S-Modus eingeschaltet. Oh ja, da geht's einfach vorwärts. Wie gesagt, es ist kein Wheelie, der dich irgendwie hier jetzt rauszieht oder
dass es dich vom Motorrad wirft, aber er hat einen vernünftigen Anzug. Man dreht nur ganz leicht am Gashebel und er fängt auch sehr justiert an zu fahren. Kleine Bewegung, leichtes Gas, also wirklich sehr akkurat, finde ich auch einen deutlichen Unterschied. Auch mit den Fußrasten, man sitzt gut drauf, sie sind fest, das ganze Motorrad wackelt nicht so wie die Super Soco, man steht fest, rutscht da nicht irgendwie weg, hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie billige Qualität ist, sondern schön satt verarbeitet. Das gefällt mir richtig gut. Akku macht noch gut mit, scheint jedenfalls so. 75% Akku. Okay, jetzt gerade klappert eine Kleinigkeit. Okay, ich glaube, das kann man machen. Okay. Um den Tankdeckel zu öffnen, drücken wir einmal hier den Verschlussknopf. Dann springt er auf. Und da sieht man, dass man relativ viel Platz drin hat. Und einfach wieder zu. Was wir noch haben, ist, hier ist der Akku drin und hier quasi die Ladebuchse für extern, dass man es einfach quasi draußen laden kann. Sehr aufmerksam. Es geht einfach vorwärts. Du ziehst dran und es geht vorwärts. Oh, da hat irgendwas gehangen. Was auch immer. Wahrscheinlich so mit dem Handschuh, ja. Da ist er nicht vom Gas weggegangen. Ah, okay. Da klemmt das Gaspedal ein bisschen. Da hat eben das Gaspedal geklemmt. Der wollte nicht von allein zurück. Was schon komisch ist, wenn es erstmal nur vorwärts geht. Zudem, er zieht an. Ich ziehe die Bremse und er zieht an. Mit beiden Bremsen. Auch nicht unbedingt so geil. Okay, es war jetzt ein Einzelfall. Hoffen wir mal, das bleibt so. Mega lieb, dass ich die Maving jetzt ein bisschen länger haben konnte. So konnte ich noch ein paar Bilder davon machen. Mir das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Euch ein klein wenig besser zeigen. Oh, da ist ein Blitzer. Wir rollen wieder zurück nach Wiesbaden. So, dann fahren wir hier noch ein bisschen langsamer auf. Und da sehen wir uns selbst im Spiegel. Da sind wir. Richtig gut. Hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Und auf jeden Fall, die Testfahrt hat richtig Spaß gemacht. An sich finde ich die Maving tiptop verarbeitet. Es fährt richtig satt, hat einen vernünftigen Anzug. Man braucht keine Angst haben, dass man anfangs zu viel Power hat und sie einem hinten das Rad wegzieht. Ich hätte jetzt erwartet natürlich im Vergleich zur Super Soco, dass sie einfach einen deutlich kräftigeren Anzug hat. Sie hat einen kräftigeren Anzug. Ob er jetzt wirklich doppelt so stark ist, sei mal dahingestellt. Vom Gefühl her hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die doppelt so stark war oder knapp doppelt so stark. Was aber deutlich aufgefallen ist, sie zieht durchgehend sauber an. Also bis 120 km/h ging es und bis 100 würde ich sagen, auf jeden Fall ohne Probleme. Optisch tipptopp. Ich habe dieses Testevent im Internet gefunden, bekomme jetzt auch für dieses Video kein Geld. Mir wurde dieses Motorrad eben zur Verfügung gestellt. Ich durfte filmen, die waren unfassbar nett auch von Maving, dass ich da meine Kamera anbringen konnte. Ich durfte die Maschine ein bisschen länger fahren und somit natürlich ein bisschen Zeit, euch das Ganze ein bisschen vernünftiger zu zeigen. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn euch mal irgendwo ein Testevent auffällt, das andere
Bike-Hersteller sowas in der Art machen. Lasst mir das gerne mal unten in den Kommentaren da. Würde mich freuen, da mehr Erfahrungen zu sammeln, einfach auch mehr zu testen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.